Also das ist jetzt wirklich peinlich. Ich fürchte nur, dass wir jetzt beide hier festsitzen. Na gut, dann kommen Sie rein. Ich liebe schlagfertige Frauen. Vor allem, wenn sie so anziehend sind wie du. Ja, und der Magnet sitzt in der Hose, nicht wahr? Gutes Stichwort. Und weißt du was? Ich würde jetzt unheimlich gern mit dir schlafen. Ach ja? Und wie hast du dir das gedacht? Gleich hier auf dem Küchentisch? Ich könnte mir natürlich bequemere Orte vorstellen, aber wenn dich mein Angebot so scharf macht. Ansgar, da gibt's nur ein kleines Problem. Wir haben eines gemeinsam. Wir haben beide einen guten Geschmack. Deshalb muss ich dein Angebot leider ablehnen. Schönen Tag noch, Ansgar. Schönen Tag noch, Nathalie. Der Fahrstuhl hat total verrückt gespielt und dann mussten wir das Vorstellungsgespräch eben hier abhalten. Dann ist mir dieses Malheur mit dem Traubensaft passiert, deswegen. Ich bitte Sie, Herr Berg, Sie sind mir keinerlei Erklärung schuldig. Der Fahrstuhl hat aber gerade funktioniert. Ja, ich habe sofort den Hausmeister benachrichtigt. Sie doch, heute Morgen hatte ich auch keine Probleme, erst im Laufe des Vormittags. Ja, und Herr Berg kam auch schon zu spät und dann sind wir hier gelandet. Offensichtlich hat er ihn inzwischen repariert. Ja, wie auch immer. Ja. Sie können mir Bescheid geben, wenn Sie mit dem Vorstellungsgespräch fertig sind. Gern. Graf Landstein, warten Sie. Ich möchte das Missverständnis erst klären. Der Rap kommt mir irgendwie bekannt vor. Hättest du den Song nicht mit Andy aufgenommen, würde er mir immer noch vollhändig wie Nico zurück. Ach so ist das. Und ich dachte, du wolltest mir helfen. Außerdem bist du auch nicht besser. Warum mailt Robin nicht? Wann mailt mein Robin endlich? Er ist ja auch in Mexiko, da darf ich ihn ja wohl vermissen. Du vermisst doch deinen Bruder bestimmt auch, oder? Sieht ja nach sehr spannender Morgenlektüre aus. Das ist die Bewerbung für die Kunsthochschule. Ja, willst du studieren? Ja, wollen schon, aber was die alles verlangen. Eine ausführliche Begründung, warum sie Kunst studieren wollen. Eine Mappe mit Fotos ihrer bisherigen Arbeiten sowie ein... Ach du Scheiße. Was denn? Sowie eine Arbeit aus einer zusätzlichen Kunstrichtung, die nicht Gegenstand ihres persönlichen Schwerpunkts ist. Wenn Sie noch etwas zu besprechen haben, wir können ja später telefonieren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Berg. Ja, wie gesagt, ich kann noch nicht genau sagen, wann ich aus London zurückkomme. Also, dieser Zwischenfall ist wirklich äußerst peinlich. Vergessen wir es einfach. Ja, es war wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ist der Fahrstuhl, dann der Saft, dann... Ich werde Herrn Berg noch heute mitteilen, dass er als Geschäftsführer für Beinbach Media natürlich nicht in Frage kommt. Ist er doch nicht so kompetent, wie Sie zuerst dachten? Doch schon, aber ich möchte nicht den falschen Eindruck erwecken. Verstehen Sie es? Nun, diese Verkettung von unglücklichen Umständen ist ja nun geklärt. Wieso sollten Sie ihm also keine Chance geben? Frau Jones, Sie besetzen den Job. Und wenn Sie Herrn Berg für den idealen Kandidaten halten, stellen Sie ihn ein. This is not a love song. Happy to have, not to have not. Big business is very wise. I'm crossing over. Ich studiere nach dem Abi BWL. Aber du hast doch noch genug Zeit, dir das zu überlegen. Was gibt's denn da zu überlegen?
Ich kann meine Objekte schweißen und sonst gar nichts. Können wir dir helfen? Wie wär's denn mit einer Soundinstallation? Darauf fahren die Profs total ab. Ich weiß nicht. Oder eine Performance. Ja, genau. Ich weiß auch schon was. Ich betoniere meinen Erzbruder Ansgar ein, wäre noch für einen guten Zweck. Aber ob das die Dozenten überzeugt? Wir verpacken das Schloss. Oder wir sprayen es mit Graffitis ein. Hey, ich will, dass Johannes mein Studium zahlt, okay? Ich mach dir ein Daumenkino. Und du tust so, als wär's deins. Tag zusammen. Hi. Tag. Hallo. Hallo. Also Kino ist schon mal nicht schlecht, aber kein Daumenkino. Was ist mit einem Kurzfilm? Das fände ich cool. Dann frag doch den Regisseur, dem die Frauen vertrauen. Felix Spielberg. Hey, Felix, ich muss an der Kunsthochschule ein zusätzliches Projekt einreichen. Was würdest du von einem Filmdreh halten? Also mein Elan hält sich da etwas in Grenzen. Meine bisherigen Filmversuche sind irgendwie alle daneben gegangen. Bitte, du bist meine letzte Hoffnung. Okay, ich könnte dir auf alle Fälle das Equipment besorgen. Okay, fehlt nur noch das passende Thema. Wie wär's mit die 1000 besten Küsse der Gegenwart? Nein, es muss etwas Ausgefallenes sein, etwas Provokatives. Das ist es doch. Nein, das ist es nicht. Wir brauchen ein Thema, was die Profs total kickt. Ach, und dann hast du ihn einfach stehen lassen. Mhm. Er hätte mal sein Gesicht sehen sollen. Glaubt Ansgar eigentlich, dass er jede Frau rumkriegt? Na, wenn er das für sein Ego braucht. Er ist einfach unmöglich. Abgesehen davon stehen ziemlich viele Frauen auf sowas. Ein Typ, der sagt, was Sache ist, schnell zum Wesentlichen kommt. Ja, und nebenbei auch nicht unattraktiv ist. Jetzt sag bitte nicht, dass du auch zu diesen Frauen gehörst. Quatsch. Aber dein Bruder war schon immer so dreist und ist meistens damit durchgekommen. Ja, er ist leider ziemlich berechnend, das war schon immer. Ich frage mich nur, was hinter dieser Anmache steckt. Ist doch egal. Ansgar ist zwar nicht unsexy, aber menschlich absolut das Letzte. Ja, und wenn er auf solche Spielchen steht, kann er haben. Mit 100%iger Misserfolgsgarantie. Hallo Felix. Oh. Bitteschön, ich habe alles bekommen. Ja, cool. Und es hat mich ganz genau einen Anruf gekostet. Geh ruhig ran. Sylvia Jones. Frau Wilkens. Nein. Nein, Frau Wilkens. Es gibt nur einige strukturelle Veränderungen bei Beinbacher Media. Genau. Mein Nachfolger wird die Vertragsverhandlungen dann mit Ihnen fortsetzen. Er meldet sich bei Ihnen. Ja, auf Wiederhören. Umstrukturierung? Nachfolger? Gibt's sonst noch irgendwas, was ich nicht wissen sollte? Nein, im Gegenteil. Du sollst alles wissen. Es hat sich nur alles sehr, sehr kurzfristig ergeben. Du hast mir geschworen, Beinbacher Media im Papas Sinne fortzuführen. Auch wenn die Firma von diesem Lahnstein-Clan aufgekauft wurde. Ja. Und das werde ich auch. Und deshalb ziehst du dich komplett raus und setzt irgendeinen Nachfolger ein? Graf Lahnstein hat mich gebeten, die Direktion der Lahnsteinbank zu übernehmen. Lehn es ab. Nein, das kann ich nicht. Du meinst, du willst nicht. Felix, ich verspreche dir, dass sich nichts ändern wird. Aber ich kann nicht zwei derartig verantwortungsvolle Jobs gleichzeitig machen. Klar. Direktorin der Lahnsteinbank. Da ist Olmedia natürlich nicht mehr so wichtig. Ich suche den Geschäftsführer selbst aus. Ich werde seine Arbeit überwachen. Und die Familie Lahnstein hat trotz dieses Wechsels auch in Zukunft nicht mehr Einfluss auf Olmedia. Reicht dir das? Nein. Felix, es geht nicht anders. Ansgar wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und wenn er einen Grund findet, mich bei seinem Vater zu diskreditieren, dann bin ich weg vom Fenster. Und Olmedia genauso. Und für dich bin ich schon lange weg vom Fenster. Sonst hättest du vorher mit mir gesprochen. Also jetzt kommen wir wirklich langsam in der Steinzeit an. Oh, dabei müssen wir dringend unser Treffen mit Senior Miras heute Abend vorbereiten. Stimmt. Aber eine Geschichte fällt mir da noch ein. Du erinnerst dich? The Flying Ansgar. Das war so typisch für meinen Bruder. War das eine Show, als er mit seinem selbstgebauten Drachen auf dem Schlossturm stand? Ich bin fast gestorben vor Angst.
Und Ansgar fand's total cool, mit dem Ding runterzusegeln. Ja, Hauptsache mutig und over the top. Und bloß nicht als Feigling oder Verlierer dastehen. Irgendwie war das damals schon eine lustige Zeit. Leider hatte ich zu ihm nie so ein Verhältnis wie zu Leonhard. Trotzdem habe ich ihn irgendwie geliebt und bewundert. Das dürfte jetzt wohl endgültig vorbei sein. Und wie? Ich meine, er hat mich vor Vater geoutet, also von Geschwisterliebe kann man da wirklich nicht reden. Und das alles nur, weil er sich Vorteile in der Firma erhofft hat. Für ihn zählt nur eins: Macht und Erfolg. Und da haben Gefühle natürlich auch nichts zu suchen. Bitte schön. Wenn Sie einen Moment warten würden, ich rufe Frau Jones sofort. Vielen Dank. Schön die Finger von meiner Golfausrüstung, ja? Nicht schlecht. Ihre? Welches Handicap? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie wissen offenbar auch nicht, mit wem Sie reden. Kann das sein? Haben Sie eigentlich schon eine Golfreise gebucht? Ich meine, seit Ihrem Rücktritt haben Sie doch genügend Zeit. Sie sind doch Graf Lahnstein, oder? Ja, und jetzt reicht's mir raus aus meinem Büro. Ich befürchte, das geht leider nicht. Ich bin verabredet mit Ihrer Nachfolgerin. Und was machen Sie hier? Ich meine, es ist doch ätzend, oder? Das war das Lebenswerk meines Vaters. Tja, denen geht's halt nur um die Kohle. Dann kommen so Sprüche wie: Tut mir leid, es ging halt nicht anders. Ich kann echt kotzen. Ich kenne das zu gut. Ich hoffe, Johannes kommt mir nicht irgendwann mit seiner Holding. Nicht, dass der meint, ich will da arbeiten, so aus Familientradition oder so. Also es wird dir nicht passieren, wenn du es auf die Kunsthochschule schaffst. Ja. Deshalb sollten wir uns auf die Location-Suche konzentrieren. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Vielleicht da mal ein Steinbruch. Komm, lass mal dahin fahren. Hey, warte mal. Guck dir das mal an. Sieht aus wie die Tür zu einem alten Bunker oder so. Die Nummer für das Sekretariat ist übrigens 6-0, falls Sie einen Kaffee wünschen. Sehr liebenswürdig, aber ich denke, in diese Details wird Frau Jones mich einweisen. Viel mehr wird sie Ihnen allerdings nicht beibringen können. Ihre Fähigkeiten sind doch recht überschaubar. Deswegen hat auch Ihr Vater Frau Jones auf Ihren Posten gesetzt. Ist das eigentlich ein Problem für Sie? Haben Sie Ihre restlichen Habseligkeiten noch immer nicht aus meinem Büro geräumt? Ach, das lohnt doch gar nicht. Oder glauben Sie im Ernst, dass Sie hier lange durchhalten? Wenn Sie jetzt bitte gehen würden. Sie sehen doch, ich habe noch eine Besprechung. Sicher. Sie haben wirklich ein besonderes Talent, immer bei den falschen Leuten den falschen Eindruck zu hinterlassen. In diesem Fall wird er schon den richtigen Eindruck von mir bekommen haben. Ist Ihnen klar, mit wem Sie sich gerade angelegt haben? Mit dem ehemaligen Direktor der Lahnsteinbank. Nicht sehr geschickt. Wissen Sie, Frau Jones, eins habe ich schon lange gelernt. Everybody's darling is everybody's dead. Ich bin kein Schleimer und falle von niemandem auf die Knie. Auch nicht vor dem jungen Grafen. Also auf der Suche nach den passenden Filmmotiven haben wir leider nichts Passendes gefunden. Aber dieser Bunker ist total cool. Da war seit Jahren niemand mehr drin. Das sieht und riecht man. Das Teil ist total abgefahren. Da gibt's 1000 Gänge, ist total verwinkelt. Das ist Wie in den Berliner U-Bahn-Schächten. Ja. Oh, haben wir da geile Partys gefeiert. Sollen wir da morgen mal alle zusammen hin und sehen, wie partytauglich der Bunker ist? Also ich bin dabei. Mich musst du bei sowas gar nicht erst fragen. Außerdem brauchst du bestimmt einen Beschützer. Ja, und wir könnten direkt mal checken, ob wir da vielleicht irgendwie mal ein Event organisieren könnten oder so. Die Blue Eyes Bunker Party. Klingt kultverdächtig. Hey, so kenne ich dich ja gar nicht. Das muss ja traumatisch gewesen sein. Ja, der Typ hat mich blöde angemacht. Muss dir mal vorstellen, mich. Na, verstehe, das geht natürlich gar nicht. Ja, was glaubt dieser Stinker eigentlich, wer er ist? Ansgar zeigt Größe, er ist einer von zig Bewerbern. Ja, na und?
Die Jones fand dieses großkotzige Verhalten natürlich toll. Gut möglich, dass sie ihn einstellt, allein um mich zu provozieren. Hey, es ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Was, bis sie unsere Firma komplett platt gemacht hat? Bis wir sie wieder los sind. Ja, dann tu endlich mal was. Du hast mir doch groß verkündet, du hättest den tollen Plan, wie ich meinen alten Job wieder kriege. Ich bin gerade dabei, deinen Wunsch zu erfüllen. Und wieso sitzt diese rothaarige Schlange dann in meinem Büro? Habe ich dich jemals enttäuscht? Na gut, ich kümmere mich so lange um meine karrieregeile Schwester. Die wird's noch bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Pass auf. Hier müssen wir die ganzen Mikros ausrichten. Ja, dann kommen auch hier die ganzen Nachtsichtkameras hin. Cool. Mit dem Experiment hast du die Aufnahme in der Filmhochschule sicher. Das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Und die anderen erwartet der pure Horror. Ja, da sind die anderen. Hallo! Hi! Hallo? Geheimnisse? Nein, wir haben nur ein paar Sachen für den Kursfilm aufgeschrieben. Aber damit wollen wir euch nicht langweilen. Ihr dreht einen Film. Dafür braucht man aber nicht nur Kohle, sondern auch Ideen. Ja, danke, die haben wir. Cola? Wir haben da zufällig einen Bunker entdeckt. Den wollen wir morgen besichtigen. Und Party machen. Ein Bunker. Wie nett. Vanessa, in Berlin sind diese Locations zurzeit total hip. Mal sehen, vielleicht. Cool. Ich helfe Nico mal kurz mit den Getränken, ja? Ich hab deine Hauptdarstellerin. Sie ist hysterisch, zickig, einfach perfekt. Vanessa. Mhm. Ach, Nathalie. Hallo, Ansgar. Sei lieber vorsichtig. So macht meine Schwester das immer mit ihren Assistentinnen. Erst lädt sie zum Essen ein und dann vernascht sie sie. Neidisch? Ich kann dich beruhigen, Ansgar. Wir sind rein geschäftlich hier. Wir haben gleich einen Termin. Und da du ja sonst mit deiner Zeit nichts anzufangen weißt, wie weit bist du eigentlich mit deinem Konzept für die Ich-AG? Du kannst natürlich auch weiter vom großen Erfolg träumen. Und von mir. Ja, mit dem größten Vergnügen. Danke fürs Fahren. Ich gehe jetzt dann aber auch gleich ins Bett. Ja, das ist vielleicht auch besser, nicht, dass du morgen müde bist, ne? Nico, Felix. Abend, Herr Brandner. Arno! Du hast doch bestimmt eine Sackkarre. Ja, irgendwo. Geht das vielleicht auch ein bisschen genauer? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also ich bräuchte die wirklich dringend. Weißt du, wir drehen doch diesen Film für meine Bewerbung an der Kunsthochschule. Ja, Und hat das nicht bis morgen Zeit? eigentlich nicht. Nico, ich muss Angebote schreiben ohne Ende. Ich muss die Firma wieder zum Laufen bringen. Ja, Ich schaue in der Garage nach, ja? Bei den Sommerreifen, vielleicht. Ja, Karre. Okay, danke. Wollen wir? Ja. Lo siento, ¿puedo parar un segundo? Sí, claro, podemos hacer Vale, una muchas cosa. gracias. Vale. Sí, dígame. Na, unser Senior scheint ja ziemlich angetan zu sein von dir. Dein Bruder scheinbar auch. Was will Ansgar eigentlich mit dieser Tanja von Anstetten? Intrigieren, für Ärger sorgen. Die beiden passen zusammen wie... Arsch auf Eimer? Ja, so kann man das sagen. Wenn ich daran denke, dass ich als Teenie total verknallt in Ansgar war. Boah, Pubertät, grässliche Zeit, inklusive schwerwiegender Geschmacksverirrung. Gott, ich wusste nicht, dass du so dümmlich lächeln kannst. Ja, das kommt an bei den Frauen. In dem Fall muss ich Nathalie recht geben. Träum weiter. Ich kenne Nathalie schon seit meiner Kindheit. Und wie gesagt, Nachlaufen war eins ihrer Lieblingsspiele. Und was du hier spielst, sieht eher aus wie Sackköpfen. Blödsinn, alles Taktik. Theoretisch kann ich den Champagner schon kalt stellen. Ah ja, um praktisch was zu feiern. Die wunderbare Nacht, die ich mit diesem reizenden Wesen verbringen werde. Und das Ende der langen Freundschaft zwischen Carla und Nathalie. Guten Morgen, störe ich Sie? Oh, Frau Jones, nein, ganz und gar nicht. Die Stellenangebote kann ich auch später durchforsten. Zeitung können Sie getrost wegwerfen. Ich bin hier, um mit Ihnen über den Arbeitsvertrag zu sprechen. Ich habe die Stelle als Geschäftsführer.
Vorausgesetzt, wir können uns einigen. Ach, ganz bestimmt, Frau Jones. Wir hätten gern 2 Gläser Sekt, bitte. Für mich nicht, danke. Ich dachte schon, nach dem Auftritt gestern könnte ich den Posten abhaken. Die Begegnung mit Ansgar von Lahnstein. In meinen Augen haben Sie Durchsetzungsvermögen und Charakterstärke bewiesen. Erstklassige Voraussetzungen für die Arbeit als Geschäftsführer. Im Übrigen ist es völlig egal, was der junge Graf über Sie denkt. Er hat in der Holding sowieso nichts mehr zu sagen. So, bitteschön. Danke. Ich wollte doch nicht. Frau Jones. Also dann. Auf gute Zusammenarbeit. Und auf eine ausgesprochen charmante Kollegin. Nur 3 Flaschen Wasser, 2 Tüten Chips und eine Tüte Erdnüsse. Meinst du, das reicht? Das Buffet liefert das Schlosspersonal. Keine Angst, Anne, ich habe die ganzen Fressalien und das Bier schon ins Auto geladen. Ne? Wenn schon Party, dann richtig. Na dann. Und die Lightshow funktioniert auch perfekt. Ja, wir brauchen nur noch Kerzen. Die hole ich. Falsch, Andi. So wird es perfekt. Hast du sonst alles vorbereitet? Ja, und auch die hier macht jetzt in spätestens einer Stunde schlapp, genau wie alle anderen auch, die ich präpariert habe. Ich glaub, ich spinne. Ich schlepp mir hier einen ab und du? Ich muss meine zarten Bauarbeiterhände Ja, schonen. hier, du zarter Bauarbeiter. Bevor du mich übers Knie legst. Ja, soundmäßig habe ich alles zusammen. Ja, super. Dann kannst du jetzt losgehen. Und im Bunker steht alles? Ja. Sag mal, was ist eigentlich mit Vanessa? Keine Ahnung, vielleicht hat die Schiss, sich ihre Klamotten dreckig zu machen. Ich habe ihr auf jeden Fall eine Wegbeschreibung auf Königsbrunn hinterlegt. Okay. Los, komm. Wenn ab jetzt jeder Tag so anfängt. Shampoos, schöne Frauen bis zum Abwinken. Unser Verhältnis könnte nicht besser sein. Ich meine natürlich unser Geschäftsverhältnis. Also dann, auf den neuen Geschäftsführer von Bayenbach All Media, dem die Chefin aus der Hand frisst. Auf dass der lieben Silvia der nächste Bissen im Hals stecken bleibt. Und so geht es weiter. Wer der? Komisch, ich habe extra neue Batterien reingetan. Der tut. Hat viele Gesichter.